Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der zweite Teil vom Rohling, Schmiederohling mit der Beleuchtung. Das erste Teil, denke ich mal, war ja schon nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal beim zweiten. Da werde ich mal wieder ein paar Sachen ausprobieren. Da weiß ich noch nicht, ob das so ganz funktioniert, aber das probieren wir mal einfach aus. Mal schauen. Dann, wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal weitermachen. Erstmal den Kabel hier raus. Wir wollten das Ganze ja noch ein bisschen überarbeiten. Ja, an ein paar Stellen steht noch ein bisschen was über. Aufpassen, dass ich den Kabel nicht noch irgendwie abschneide. Das wäre nämlich noch der Burner. Mal hier noch ein Kabel abschneide. So. Oh, hier ist auch schon ein bisschen knapp gewesen. So. Ja, ich glaube, an ein paar Stellen muss ich noch mal ein bisschen was nachkleben. Oder ich mal die Heißklebepistole noch mal anwerfen. Im Endeffekt ist es nicht so schlimm. Hier oben schneide ich noch ein bisschen was, obwohl, ne, ich glaube, hier schleife ich nur. Sonst habe ich nachher zu viel weggeschnitten. Im Endeffekt wäre es ja nicht schlimm, weil mit dem Ding soll ja nicht gekämpft werden, aber ich habe das relativ nah am Rand, damit das ja auch noch leuchtet. Ja, erstmal ein bisschen den Heißkleber, der hier so ein bisschen noch rausquillt. Das ist immer zum Schleifen dann ein bisschen blöd. Wie gesagt, bei dem habe ich ein bisschen großzügig gemacht, wie normalerweise, wenn ich irgend so was klebe. Aber bei dem Teil ist das ja auch nicht schlimm, weil ich auch noch gucken muss. Wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen zur Spitze. Ja, so, ich denke mal, das reicht. So, an Stellen kleben wir noch ein bisschen was nach, aber nicht so viel. Ich gehe einfach noch ein bisschen was drüber. Wie gesagt, bei einer regulären Waffe würde ich das jetzt so nicht machen, aber bei dem Ding ist mir das jetzt egal. Ja, mit dem Ding soll ja auch nicht gekämpft werden. Das ist ja nur einfach nur für die Optik was. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Machen wir die Heißklebepistole mal aus. Gehen wir noch mit Heißluftföhn noch mal schnell drüber. Brauchen wir nicht mehr. So. Und dann hatte ich euch ja erzählt, dass ich schon mal so eine Idee habe, wie ich den Kabel hier noch so ein bisschen irgendwie, ich werde wahrscheinlich hier den Kabel ein bisschen Leder oder sowas drüber machen. Dann kommt das Teil hier quasi, dass das hier hinten noch so ein bisschen aus dem Leber rauskommt, also hier für den Stecker. Und das Teil, ich hatte jetzt von einem Projekt, was ich mal vor einer längeren Zeit hatte, da habe ich noch einen Schweißerhandschuh übrig. Und zwar den linken. Das ist ja genau das, dass das quasi so dran kommt. Normalerweise noch eine Zange, aber ich mache das jetzt mal einfach so. Na, dann werde ich das Batteriefach irgendwie hier so reinmachen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das hier mit dem Clip irgendwie, vielleicht, dass ich hier irgendwie noch so was mache, dass man den einfach nur einklippen kann. Also quasi so, na, dass der hier innen ist, und dann mache ich hier ein Loch rein, dass der Kabel quasi aus der Hand rauskommt. Dann kann man das dann schön greifen. Wie gesagt, normalerweise würde ich noch eine Zange, aber mal gucken. Ich will mal so ausprobieren, wie das funktioniert. Mit der Zange kann man ja später dann noch sich was einfallen lassen. Oder so zwei Holzteile hatte ich mir vielleicht noch überlegt, dass das so ein bisschen aussieht, als wenn das so eingeklemmt ist. Aber mal gucken. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, wie das generell, ob das funktioniert. Ne? So, gucken wir mal. Jetzt wollen wir das Ganze erstmal pinseln.
Dann möchte ich mir wieder irgendeine Dose hier von meinen Döschen. Legen wir erstmal drauf. Dann brauche ich aber irgendwas zum Vollsiffen. Dann nehmen wir uns wieder hier eine Pappe. So, als Unterlage. So, Wasser, Pinsel. Ein bisschen auf Seite. Ein kleines Behältnis. Heute will ich nämlich auch mal mit einer anderen Farbe mal was ausprobieren. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Vorausgesetzt, ich kriege das. Ja, kriege ich auch. Tun wir erstmal nehmen wir was Flexi-Paint transparent. Erstmal so zu. Und zwar habe ich mir überlegt, von den Silikonkugeln, diese Window Colors, die sind ja transparent. Also, beziehungsweise das Silikon ist ja transparent und einfärben tue ich das ja immer mit den Window Colors, wie bei den Feuerbällen oder Eisbällen. Da habe ich mir jetzt überlegt, da das Flexi-Paint transparent ja quasi ähnlich ist wie das Silikon und eigentlich auch sehr naja, wie soll ich sagen, dass das mit Farben besser klarkommt wie Latex. Na, das sollte ja auch schon bekannt sein. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich werde das Ding jetzt erstmal mit Rot da machen. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, das ist mal wieder etwas Hochexperimentelles. Brauche ich noch zum Umrühren. Oh, die Stopf ist wieder verstopft, aber ist nicht schlimm. Ups, das war ein bisschen viel. Also egal. Wenn das genauso wie bei dem Silikon funktioniert, müsste das eigentlich gut gehen. Ich hoffe nur, dass das nicht nachher so irgendwie Schweinchenrosa oder so wird. Das kann natürlich auch passieren. Also jetzt hier so beim Weiß mit dem Rot ist das ja schon so ein Schweinchenrosa. Ich hoffe mal, dass das, wenn das dann trocken ist, dann so ein relativ, naja, was heißt dunkles, aber schon ein etwas dunkleres Rot gibt, so wie das hier quasi so die Flasche ist. Weil das sieht ja so, ist so schön, so ein Schweinchenrosa, oder? Wäre doch auch mal was für eine Waffe. Oder meint ihr nicht? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal eine Waffe in Schweinchenrosa bauen soll. So, nehmen wir einen Pinsel mit dem Wasser. Und wenn es dann nachher doch zu hell ist, ja, das ist ein schönes Schweinchenrosa. Guckt mal, sieht doch schön aus. Ich hoffe nur, dass das beim Trocknen dann doch dunkler wird. Naja, schauen wir mal, Leute. Ansonsten habe ich einen pinken Schmiederohling. Oder auch mal was. Ach, ne. Naja, mal schauen dann. Ich habe mir das schon fast gedacht. Ich hoffe nur, dass das wirklich nicht pink bleibt. Dann baue ich dann so die pinke Todesklinge. Den Schweinchenvernichter. Oder irgend so was. So. Ja, da bin ich wirklich mal gespannt. Das wird wirklich interessant werden. Also mit so einer Farbgebung hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, habe ich noch irgendeine Kordel zum Aufhängen? Ja, natürlich wieder nicht. Aber das Schöne ist, das klappt mit dem Kabel, nämlich am Kabel aufhängen. So. Das kann. Das ist geil. Ich bin hin und weg von der Farbe, Leute. Habt ihr schon mal so ein schönes Schweinchenrosa gesehen? So richtig schön pink. Ja, das ist doch schön, oder? Also ich finde das toll. So. So. Hängen wir das hier mal auf. Dann kann man das ein bisschen trocknen lassen. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich da so 2, 3 Schichten drauf. Ich will da nicht so viele Schichten. Und dann hatte ich mir überlegt, wenn ich dann die Rotschichten will ich so stellenweise oder wenigstens im hinteren Teil, das soll hier schwarz sein. Auch als Window Colors. Ich habe jetzt hier ein paar Schichten Rot drauf gemacht. Ein bisschen ist hier mit Schwarz drauf, weil den Pinsel, den hatte ich ein bisschen im schwarzen Wasser. Und dann habe ich den nicht so ganz trocken gemacht. Und dadurch ist bei dem Rot halt noch ein bisschen schwarz, aber das sieht gar nicht mal so uninteressant aus.
So, jetzt gucken wir erstmal, ob das Ding noch funktioniert. So rein sicherheitshalber will ich da mal drüber gucken. Vor allen Dingen, ich habe auch noch nicht ausprobiert, wie das jetzt aussieht. Also, das wird jetzt Premiere. Gucken wir uns das jetzt mal an. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal wieder mal das Licht aus. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das im Dunkeln aussieht. Ich habe da nämlich noch so ein, zwei Ideen. So. Ja, das sieht doch ja nicht mal so übel aus. Vorne hätte ich noch ein bisschen den Kabel was anders, aber obwohl hier auf der Seite geht's. Ein paar Stellen, wo ein bisschen schwarz ist, ist nicht so hell am Leuchten, aber das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. So, machen wir mal an das Licht. Also, das funktioniert schon mal ganz gut. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen das hintere Stück noch in schwarz. Dafür habe ich mir ja hier das Window Color schwarz. Das habe ich so auch noch nie probiert. Also generell nicht, wie das dann aussieht. Da machen wir jetzt einfach mal wieder das transparent. Hier haben wir noch die Düse drauf. Oh, die wird wahrscheinlich auch nicht lange halten. Kenn mich ja. Obwohl das Schwarz hier, das sieht mehr aus wie grau. Steht aber schwarz drauf. Naja, gut. Ja, verlassen wir uns mal drauf, dass das doch schwarz ist. Wie gesagt, hier guckt mal. Das sieht so ein bisschen mehr aus wie grau. Naja, gut. Vielleicht, wenn es dann dunkler ist, so wie mit dem Schweinchen rosa. Wie ihr seht, aus dem Schweinchen rosa ist ja doch noch ein schönes Rot geworden. Wie gesagt, ich hatte dann von dem Flexipaint, dem Pinsel, hatte ich dann so ein bisschen das Wasser, was schwarz gehabt, von der schwarzen Abtönfarbe, von anderen Sachen. Hab das dann halt nicht so ganz den Pinsel also sauber gemacht. Und dadurch ist das hier so ein bisschen, aber das ist ein schöner Kontrast, finde ich, hier so mit ein bisschen dunkleren Stellen dazwischen. Und jetzt will ich halt mal ausprobieren. Wenn wir hier dieses Schwarz drüber tupfen. Ich mache das erstmal nur so im hinteren Bereich. Muss mal gucken, dass das da nicht zu dick drauf ist, weil ich mal gucken, dass das vielleicht noch so ein bisschen was durchkommt, das Rot. Ja. Das ist dann quasi so einmal zum Testen, würde ich sagen, und dann sag schnell für dann hinten den Kabel noch mit so ein bisschen Leder, so zum Abtarnen. Das ist aber auch noch nicht so die optimale Lösung. Da muss ich mir auch mit dem Handschuh, da muss ich mir auch noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Mal gucken. Ne? Ist jetzt erstmal ja nur zum Testen, ob das mit der Farbe und so weiter, ob das alles funktioniert und halt wie das halt aussieht. So. Ob das natürlich wirklich schwarz wird, weiß ich noch nicht. Ansonsten muss ich nämlich noch mal mit schwarzem Flexipaint drüber tupfen und hoffen, dass das dann nachher gut aussieht. So. Aber bisher kann ich noch nicht wirklich erkennen, dass das schwarz sein soll. Weiß ich nicht. Naja, sag ja, zur Not muss ich halt nochmal mit richtigem Schwarz drüber. Was schön wäre natürlich, wenn das Schwarz, dass das so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, mehr schwarz aussieht und das Rot wirklich nur durchkommt, wenn ich das Licht quasi anmache. Deshalb bin ich mir dann auch für noch, ich habe noch ein paar andere Ideen, das wird aber ja in den nächsten Videos dann kommen, da will ich nämlich dann ein bisschen jetzt hier wieder, das ist mal wieder so zum Rumexperimentieren, wie das nachher so aussieht. Bisher, also ich muss sagen, hier mit dem bin ich schon mal recht zufrieden. Der Rest müssen wir dann halt gucken. Kann natürlich auch wirklich sein, dass ich halt noch ein bisschen mit Schwarz drüber gehen muss oder so. Mal gucken. Lassen wir jetzt erstmal trocknen. In der Zwischenzeit gehen wir uns mal an den Handschuh dran. So. Das tun wir mal auf Seite. Das auch erstmal nicht. Das auch nicht. So. Mal gucken. Prinzipiell
haben wir ja hier diese Halterung. Auf Seite. Das könnte man ja irgendwo einklipsen, aber wie gesagt, das ist natürlich hier an der Stelle, wäre das natürlich noch nicht so toll. Also jetzt hier drinnen, weil der Kabel an der falschen Stelle ist. Der muss ja dann hier rein. Also wird wahrscheinlich besser, wenn ich dann hier so was wie hier so mache. Vielleicht mache ich mir hier auch irgendwie so einen Lederstreifen, niete den hier mit zwei Dingern innen dran. Dann haben wir hier was zum Einklipsen. Das Ding ist hier drin. Und dann machen wir hier irgendwo hier. Machen wir einen kleinen Schnitt. Ich hoffe nur, dass ich mir nicht in den Finger schneide. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so die optimale Lösung. Vielleicht fällt euch da ja was Besseres ein. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls euch da was Brauchbareres einfällt. Nur wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so ein Test. So, dann haben wir den Kabel quasi hier so durch. Das Teil, theoretisch könnte man das natürlich auch mit so in die Hand rein tun. Dann brauchen wir das Ding hier ja nicht festmachen. Ginge natürlich auch. Und dann hier quasi dann ein und wenn man dann festhält. Ne? Aber ich denke mal, das Ding machen wir doch ein bisschen nach hinten, weil der Kabel sonst ein bisschen lang wird. So haben wir den nur hier so ein bisschen aus der Hand raus. Das ist natürlich nicht so übel. Das denke ich mal ist auch die beste Lösung erstmal. So, den Kabel machen wir wieder rein. Weil der Handschuh, der sieht mir noch ein bisschen zu neu aus. Gucken wir mal auf Seite. Haben wir noch irgendwas an Schwämmen? Ja, haben wir. Nicht mehr viel, aber ein paar haben wir noch. So, die hier könnte man nicht auch noch abschneiden. Zack, können wir den auch noch mal benutzen. So, was haben wir hier? Nehmen wir schwarz oder braun? Wir nehmen einfach mal beide Farben. Ein bisschen von jedem. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still. So, ja, also den Rand mache ich noch nicht. Da habe ich mir schon den Arm ein bisschen versaut mit. Aber das ist, denke ich mal, schon deutlich besser, wie es vorher aussah. Wie gesagt, ist jetzt nur mal erstmal so ein bisschen zum Testen. Ist jetzt nicht die perfekte Lösung, aber so als Übergang sollte es erstmal gut funktionieren. Loch haben wir hier. Dann muss ich hier noch was festmachen. Ich denke mal, das mache ich mit 1 oder 2 Nieten, dass ich die Elektrik einhängen kann. Dann gucken wir jetzt mal von der Trockenheit von dem Dings. Den legen wir mal auf Seite. Der kann erstmal trocknen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Kommt auf Seite. Und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Naja, also. Ich muss ehrlich sein, schwarz sehe ich hier ja nicht. Ne? Ne, also. Das mit dem Schwarzer halte ich jetzt mal für ein Jost. Ich musste ein bisschen improvisieren. Ich habe jetzt hier, also das mit dem Schwarz hat so ja nicht funktioniert. Da bin ich nochmal mit Flexipin den Schwarz ein bisschen drüber, aber nicht so ganz deckend. Kann man hier noch sehen. Ein bisschen Rot kommt noch durch. Den Topcoat habe ich auch schon drauf gemacht. Ich hatte das eigentlich noch gefilmt, aber irgendwie habe ich das Stück gelöscht. Deshalb, wie gesagt, hier habe ich noch was Schwarz drauf gemacht und matten Topcoat. Ich sag, der Umzug, Leute, der macht mich kaputt. Aber ist ja. So. Dann werden wir jetzt hier den Kabel mal schauen, dass wir den hier so ein bisschen drauf kriegen. Ich glaube nochmal erstmal hier so ein Stück ab. Oder vielleicht auch 2. When you feel
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Wie gesagt, das ist jetzt nur damit der Kabel hier nicht so am Durchleuchten. Es sieht jetzt nicht besonders so schön aus, aber wie gesagt, das ist ja auch erstmal nur so ein Prototyp, mal zum Testen, ob das überhaupt alles so funktioniert. Aber bisher muss ich sagen, bis auf ein paar Denkfehler, sieht das eigentlich ganz gut aus. So. Mit dem Handschuh, da habe ich noch nichts gemacht. Wie gesagt, da wollte ich ja eigentlich noch mit dem Dings hier noch so annieten. Aber da habe ich mir überlegt, da kann man vielleicht auch noch irgendwas mit, sag schnell, mit Klettband oder sowas machen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, geht ja erstmal nur darum, mit dem Prototyp. So, gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Das Kabel ist natürlich jetzt ein bisschen zu lang. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Das Ganze stecken wir jetzt mal ein. So. Wie gesagt, das ist jetzt nur zu gucken. So. Das ist schon mal an. Dann machen wir jetzt mal das Licht aus und dann gucken wir mal, wie das Ganze soweit fertig aussieht. Hier. Einmal da. Schon wieder an. Lassen wir erstmal noch aus. So. Jo. Ja. Also ich finde, das sieht jetzt ja nicht mal so übel aus. Mit dem Pinsel, mit dem Schwarzen hätte ich vielleicht noch ein bisschen was gucken sollen. Das ist noch nicht so, vielleicht ein bisschen mehr tupfen. Aber so im Großen und Ganzen. Also ich muss sagen, mit dem Schwarz direkt so in dem Roten bisschen mit drin. Hier, wie hier so an den Stellen hier oben. Das gefällt mir wesentlich besser, wie hier am das Schwarz, was ich drüber gepinselt habe. Also wenn das so ein bisschen Schwarz noch mit in der roten Farbe drin ist, würde ich sagen, sieht das ein bisschen realistischer aus, wie das drüber gepinselt hat. So, machen wir mal wieder das Licht an. Ja, da würde ich mal sagen, das war jetzt mal so der erste Test für sowas. Ne? Aber wie gesagt, das mit der Batterie und dem Handschuh, das ist jetzt erstmal nur eine Notlösung gewesen. Da kann man vielleicht, was vielleicht besser ist, weil sonst muss man das Ding immer in der Hand haben. Vielleicht hat man dann hier quasi das Batteriefach irgendwie mit reinwurstelt. Ne? Von der Dicke her könnte das eigentlich passen. Und das mit dem Leder, das ist jetzt nur, habe ich gemacht zum Festhalten. Eine Zange wäre natürlich besser, aber dann hat man halt wieder das Problem. Erstmal muss man was Stabiles haben, damit man das Ganze dann hier unten anpacken kann. Und dann halt den Kabel müsste man dann quasi auch irgendwie so, ich sag jetzt mal, durch die Zange irgendwie durchführen. Das ist natürlich dann auch nicht so ganz einfach. Aber so, ich sag jetzt mal für den ersten Test mit der Farbe, mal abgesehen mit dem Schwarz, das war ja so irgendwie ein totaler Reinfall. Also schwarz war das ja kein bisschen, da hatte ich nachher nochmal ein Schwarz, noch ein bisschen was mehr Farbe rein. Also das war bestenfalls ein helles Grau. Mehr war das nicht. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das ganze Projekt ein bisschen anregen konnte für eigene Sachen. Ich werde dann, denke ich mal, im nächsten Video werde ich dazu eine Esse mal bauen. Da habe ich auch schon eine Idee. Momentan, ihr wisst ja, bin ich am Umzug, da muss ich ein bisschen improvisieren, was meine Ideen angeht. Und kann halt nicht so viel aufwendige Sachen machen, aber ich hoffe so ab September irgendwann, ne, dass ich dann mal wieder was aufwendigere Sachen machen kann. Wie hier so. Das sind jetzt so kleine Spielereien, die ich sowieso mal ausprobieren wollte. So Leute, dann wünsche ich auch noch einen schönen Sonntag, auch wenn wir ziemliches verregnetes Wetter haben. Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten. Wir sehen uns.